Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei The Hobbyist in der Kategorie Gaming mit Vampire the Masquerade Swansong. Endlich ist es soweit, wir nähern uns dem finalen Teil der Galeb Investigation in Moores Apartment. Und ja, schauen wir mal rein, wie es mit Galeb weitergegangen ist und was er noch alles so zutage gefördert hat. Es bleibt spannend. Er hat keine Powers, ne? Son of a bitch. Okay, das ist jetzt natürlich total beschissen. Das kann auch kein Thinblood gewesen sein. Aber guck mal, was wir da haben. Ein Autoschlüssel. Hoffentlich finden wir jetzt hier mal ein paar Sachen, die ein bisschen nützlicher sind. Donuts, Zeitung. Das hat er angefasst, okay. Was haben wir denn hier? Core James Tuesday. Put this to archive. Was? Put this to archive? Was auch immer das heißt. Check the parking barrier. Cam Nummer 77 not working. Okay. Was ist denn das? XXV, XVV, 13, 15, 21, 23, 28. Okay, was auch immer das heißt. Scheint nicht wichtig zu sein. Was haben wir hier? Das geht auch nicht. Gut. Dann haben wir jetzt hoffentlich die Schlüssel zu diesem Auto hier. Jawohl. Ganz viel Kaffee. There's nothing in it. Oder ist das Blut? Thermoskanne? Thinblood Watch. Oh shit, sind das seine ganzen Tinkturen, Tränke und was auch immer die alle haben? Dann ist das sein Auto hier. Deswegen war das auch so leuchtend, weil er das angefasst hat. Okay, Fire Exit. Tja, jetzt habe ich da aber auch nicht so viel gefunden, ne? Kann ich dem hier irgendwie den... Ah, der Schlüssel müsste ja oben in der Wohnung irgendwo zu finden sein. Any news, guys? Nothing yet. Alright. So, jetzt gucken wir uns erstmal nochmal die Leiche an von unserem guten Moor, ob das wirklich Moor ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was der Vampir da eben für ein Spielchen treibt. Warte mal, das hier war genau Laundry, das ist mir egal. Was war hier drin? Habe ich das schon geguckt eigentlich? Ah ja. Nee, habe ich noch nicht geguckt, ne? Warum war ich denn hier noch nicht drin? Küche. Gibt es scheinbar nichts außer das hier. Ah, das war die Tür. Okay. So, das war mir egal. Die Leiche wollen wir uns nochmal angucken, ne? Genau, die ist hier hinten. Oh, das habe ich auch noch nicht gelesen. First in the Nation. Da steht auch nochmal alles drin. Ah, da. Bullet wound in the right hip. Bullet, okay. Ach, guck dir das an. Man A kann hier... signet ring with a beaver on it. More went to Beaver. MIT. Ah, okay. Haben wir hier noch was? Das muss man eigentlich auch mal sagen, ne? Dass man bei diesen Dingern hier mal so richtig hingucken kann.
Ich meine, ich hatte das ja schon gemutmaßt, aber dann müssen wir uns ja diese Sachen hier zum Beispiel auch nochmal angucken. Ich meine, da habe ich jetzt vorhin schon so ein bisschen rumgeguckt, aber... Specialist Banker, Jason Moore. Na gut, aber so einen Ring kann man da auch dran stöpseln an so eine Leiche. Wenn man vorhat zu verschwinden, dann ist das sicherlich ein Weg, den man gehen wird. Dann würde man auch den MIT-Ring da lassen. Okay, das haben wir uns jetzt alles angeschaut. Ich glaube, ich würde noch mal was trinken. I need to see you there. Of course. Komm, zieh dich nicht so. Aber irgendwie immer eine ziemlich gleiche. Ach shit. Ah, jetzt habe ich nur ganz kurz getrunken. Das war dumm. Ich habe vergessen, dass man gedrückt halten muss. Aha. Ja gut, haben wir halt ein ganz kleines bisschen. Ich könnte noch mal von ihm trinken, aber dann könnte er sterben. Controlled Hand, ja. Costa Rica, 100 Meter zum Strand. Hier findet man gar nichts. Ah doch, guck mal. Wo habe ich das eben nicht gefunden? So dran vorbeigerannt scheinbar. Die Sonne kommt da jetzt aber nicht raus, oder? Das ist der Mond, hoffe ich. I warned you, Jason. God, did I warn you? We destroy all that we touch. Ja. Kommt hin. Das hier, das interessiert mich purer wieder. Das kommt hier immer wieder vor. Ich habe das Gefühl, da verbirgt sich noch mehr hinter. Ich glaube, ich muss einfach diesen blöden Safe Room finden. Aber der ist ja extra so gebaut, dass man ihn nicht findet, ne? Was ist mit diesen Gemälden, die hier überall rum... Was ist damit? Ach, das ist sogar eine Wasserwand. Ich werde bekloppt. Diesen Safe würde ich eigentlich gerne noch aufkriegen. Ich frage ihn mal, ob er da was zu weiß. I've just got one more question. Yes. What do you want to know? Okay. I think we're done here. Thank you. Tja, das heißt, ihn können wir auch nicht mehr fragen. Somebody slept here. Bin ich jetzt hier echt schon? Ich bin noch nicht durch hier. In case of emergency, call Puder wieder. If someone call Puder wieder? Okay, ich kann mir auch nicht mehr angucken, ne? Puder wieder. Ist auch nichts Interessantes. Ah, was ist das? Check Level B, okay. Aber das hatte ich eben noch nicht gesehen.
Ah, da gibt es scheinbar auch nichts Interessantes für uns. Schränken auch nicht. There are bloodstains on the garbage chute. Ja, da hätte ich jetzt sehr gerne reingeguckt. Das ist leider nichts geworden, ne? Da wollte ich eigentlich nicht reingehen. Ich muss noch was über Hilda, Beryl und Dr. Richard finden. Alter. Weil ich bin dann doch eigentlich schon am Ende, ey. Was soll ich denn jetzt noch finden? Gehen wir nochmal nach oben. Haben wir hier noch was? Nee. Generatoren für Licht, aber das ist von der Polizei mitgebracht worden. Tja. Where in God's name is forensics? Ja, das ist eine gute Frage. Brauchen ewig. Aber wenn die gerade noch bei unserer kleinen Party zugegen sind, dann haben die natürlich zu tun. So eine forensische Abteilung ist ja nicht sonderlich groß, auch nicht in so Großstädten wie Boston, soweit ich weiß. Na gut, aber kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen, dass es nur eine gibt, ne? Waren wir hier hinten schon eigentlich? Oh, ich glaube, hier hinten waren wir noch gar nicht. Stimmt, wir sind da lang gelaufen, ne? My sire always said that at a prince's court, like in a game of chess, you must know when to sacrifice your pawns. Okay. June's whole life in pictures. Ach, die ist auch schon ein bisschen älter, scheinbar. June celebrating her 4th birthday. We're waiting for the forensics. Sehen wir hier noch was? Wir auch nochmal Puder wieder oder sowas? Jason and June, probably on a beach in Costa Rica. June dressed up for Halloween. Okay, oh, da ist auch nochmal der Hase in groß. June 5863. Oh, ich interpretiere da jetzt gleich wieder zu viel rein, ich sehe das schon. Vor allem 4 Ziffern hatten wir nicht, wir hatten 6, ne? Oh, sogar ein E-Schlagzeug. Und da steht auch wieder Puder wieder. Wer ist denn hier noch? Ach, da. Ah. Ach, das ist doch... Ah, nee, doch nicht. Rickman. Have you found anything? Not yet. This is the girl's room. There's no sign of her. I guess that's a good thing. I'm going to take a look around. Let me know if you find anything. Okay, Smith. Oh, Kamera. Did you inherit your mother's artistic talent, June? Oh, da wurde jetzt was gespeichert gerade. Das schien wichtig zu sein. Einhörner. A bathroom with a shower and a tub. June's father spoils her. Ist aber dunkel, okay. Was haben wir hier noch? Z Leppelin. Also, wir haben hier auf jeden Fall einmal 4 Ziffern. Hatten wir noch mehr als nur ein Zahlencode-Ding? 5863. June. Ja, es sind 5, nicht 6, Lydia. Ja, wir finden aber vielleicht noch in den anderen Zimmern was. Ich dachte schon, wir wären hier durch mit dem ganzen Bums. The Diary of an 8-year-old girl, June, Jason's daughter.
Ja, er liest das jetzt mal für mich durch. Das lese ich jetzt nicht komplett durch. So. Das ist das Bild nochmal, was wir da hinten schon mal gesehen haben. Achso, das haben wir schon angeguckt. Look closer. Oh. Mac. Wer ist denn Mac? Was haben wir hier? Is in. There. Ach du Scheiße. Sowas bin ich jetzt ja nicht so gut, ne? Oh? 9. Warte mal, 8. 9537 ist Tyler is in love with you. Okay, alles klar. Mac. Tyler is in love with you. Deswegen hatte sie da auch June stehen. Mit 5863. Ah, es sind doch nur... Nee, da war eine 9 dabei. Das passt nicht zu dem Safe. Okay, soviel zu June. Gucken wir, was wir hier noch haben. I've never been in this part of the apartment before. Da hast du ja wahrscheinlich auch nichts zu suchen, ne? Guck mal wieder die 3. Jason, Lydia, June in Costa Rica, I think. Ja, sieht so aus. Confidential File Beryl Underwood. Das lesen wir mal. Dear Madam, Beryl Underwood is a particularly challenging subject in that he knows far more about finance than I do. He seems... Was, echt jetzt? Okay. He sees me as a mere subordinate and is highly suspicious of me. He most certainly uses extreme secure networks for his unusual business, and he would be wrong to do without them. Since I've worked for him, Mr. Underwood has regularly approached me about his interests in the sugar industry. His ability to project into the future is impressive. All of his actions are well thought out, and I have never seen him make a mistake. In addition to intensive lobbying in developed countries, his recent financial operations reveal a shrewd intensification of his operations in BRICS countries. A number of people close to power in Brazil, India, and South Africa, in particular, have received financial and in-kind donations, cars, villas, jewelry, etc., through shell companies or trusted intermediaries. So, I see this as an effective way of asserting his control over production in critical areas while covering his tracks very neatly. More recently, he asked me to invest massively in media and universities in order to fight back against research and publications demonstrating the harmfulness of sugar in the human diet. He is indirectly... Yes, indirectly. Wo war ich? Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Shit, wo waren wir? Warte mal, nochmal nach oben. Da waren wir. He has indirectly taken control of several national television channels in southern European and African countries to broadcast counter-propaganda. He has also placed some assets in the Indian audiovisual industry, I imagine with the same goal in mind. He did not hesitate to support several private laboratories in charge of demonstrating the responsibility of other elements in the development of cancer, such as saturated fats. It was a brilliant idea. This field is currently rapidly expanding, and should be the subject of future investments, as the initial results appear promising. Please find enclosed statements allowing you to confirm my observations on these matters for yourself. Beryl, will you ever change?
For several years now, I've noted connections with an armed militia intermediaries in South America. I don't know much about this, and I would be wary of questioning Mr. Underwood about it, but it is safe to speculate that it is a question of destabilizing local governments that are hostile to the presence of the companies he controls. All of this demonstrates that he not only has a natural instinct for finance, but also a very deep understanding of the related geopolitical issues. Beryl Underwood is the Kasparov of business, always several steps ahead. This makes him particularly difficult to read, even for me. Oh, ein Autoschlüssel, sehr gut. Was haben wir hier Someone noch? tossed a bunch of stuff in this bag, in a hurry to leave. Der hatte vor abzuhauen scheinbar. Irgendwas hat er ausgegraben. Aber ob das jetzt der Auftrag mit dem Primogen war? Was haben wir denn hier noch? Was haben wir genommen? Wieder Münzen, okay. Poems in Lydia's mother tongue. Okay, damit kann ich nichts anfangen. Achso, das haben wir uns gerade angeguckt. Oh Mann, diese Folgen werden länger und länger. Was sind A das? cell phone. Oh. Locked, of course. Cell phone ist gut. Suspicious item removed. Alright. Dear Lydia, thank you so much for the book of Emily Dickinson poems you so kindly sent me. Bla bla bla. So Emily. Das ist für mich jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich sehe jetzt aber gerade, ich habe nur 5 Willpower. Ich will einfach auch um es auszuprobieren. Habe ich noch mehr? Nee. Ist das Magnetic Key? Open many doors when combined with your skills. Increases your technology rating by 1 for the next interaction. Okay. Auch gut zu wissen. Old Coins haben wir jetzt mal aufgebaut. Ah, hier sind auch Blutspritzer. It must have been used to dress a wound. Bottle of disinfectant. Obviously handled by someone who was bleeding. Schon merkwürdig, er scheint sich ja irgendwie versorgt zu haben, aber an der Leiche sind die Sachen The concept of a laundry sichtbar. basket seems too abstract for some people. Das ist korrekt. Ha. Also Badezimmer findet man immer nicht so richtig viel, ne? Was ist das? Ha. Was haben wir denn hier? Front Page Investigations to Murder in Beacon Hill Counties. Bla bla bla, was haben wir hier? Taurus. Ja, gut. Germany. Embrace your quickness. You will all be the more successful, which will fuel your sensuality. Trust your instincts. Wetter. Hello, Jason. Ach, jetzt können wir Leute anrufen. The number you have dialed is not in service. Tja. Aber das ist ein witziges Ding hier in dem Spiegel. Der hat ja echt Heavy Price Zeug hier drin. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch sagen kann. Ich bin ein bisschen Wort karg wollte ich gerade sagen. Ein bisschen mir fehlen die Vokabeln. So. Sagen wir es, wie es ist. Gut, okay, wir haben was zu Beryl gefunden. Jetzt brauchen wir eigentlich noch was zu Hilda und Dr. Richard Dunham. Jetzt gehen uns aber wirklich langsam die Plätze aus, oder? Da haben wir noch ein Büro. Das ist wahrscheinlich von Lydia, ne? A drafting table. That must be Lydia's desk. Casa Pura Vida. The blueprints of a house on the west coast of Costa Rica.
Vida Extension Project. Ja. Der wollte irgendwie nach Costa Rica abhauen, scheinbar. Oh. Oh, nicht gesichert. Jason, did the safe code change again? Yes, it's June's date of birth. This time. Ah, don't wait up for me tonight, sweetie. I forgot the reference for the curtains. Can you send it to me? Miss you despite the house and the beaches, blah blah blah. Warte mal, pick up Lydia. Don't do it from far away like that. I need to calm down. We'll talk about it tomorrow. Come on, pick up. No, Jason, now I'm thinking I'm gonna have to tell June. Just like every time. This is the third time you've bailed us on since Christmas. And I can't take it anymore. This house is for the three of us. Not so my mom can watch June there. See you tomorrow. Okay. Okay, scheinbar hat sie sich dann irgendwann gar nicht mehr gemeldet. Shit, die hat sich auch schon nicht mehr gemeldet. Mom! Dad gave me a phone this morning for the first day of school. He surprised me and I'm coming to see you tonight. Don't tell Abuelita, it'll be a surprise to her. And Dad's coming too. I can't wait to get there. XOXOXOXO. Damn it, Lydia. I can't do it without you. If you could just see June. I can't tell anyone. I'm not gonna make it. I'm sorry. 3:30 Uhr. I apologize for everything. I should have left. The three of us should have gone. Stayed at Pura Vida the way you wanted. I'm so sorry for what they did to you. Okay. I'll always love you, Lydia. Forgive me. Forgive me. Oh shit. Scheinbar hat irgendeiner von seinen Klienten was rausgefunden und seine Frau hab's genommen. Das ist nicht so gut. Aber jetzt können wir an den Safe ran, das ist schon mal super. Gut, aber in Lydias Apartment werden wir tatsächlich wahrscheinlich nichts zu den Vampiren finden. Wir haben ja auch noch einen Autoschlüssel gefunden, den müssen wir auch noch gleich benutzen. Okay, so. Jetzt können wir zum Safe gehen. Halt, stopp, wir müssen ja nochmal gucken, wann der Geburtstag war. Das stand ja auf dem einen Foto drauf. June's whole life in pictures. Achso, warte mal, das ist ihr 4. Geburtstag, ne? Das heißt, das war 2011. 04/09/2011. We're waiting on CSU for that. 04/09/2011. Das ist clever gemacht, finde ich. Wir laufen hier die ganze Zeit immer noch in Ausbacks rum. 04/09/2011. 04/09. Achso, 11. Oh, baby. Read. A thank you letter from Fortress Security. After the installation of a system for more. Maybe he kept it for reference. I've already heard about this company somewhere. Fortress Security, vielleicht gehört das auch ein Kindred. Thank you for choosing us. We hope you're satisfied with our services. Don't forget to change your password every 6 months or after each emergency use. In case of technical issues, our service department is available Monday to Friday. Alright, was haben wir hier? Richard Dunham. Lesen wir das auch einmal noch. Dear Madam, Richard Dunham is
rather easy to understand in light of his financial transactions. Dr. Dunham is almost entirely dedicated to his research. On this matter, you have nothing to fear from the investments he has made. They are in strict compliance with the specifications that you set out. Most of my work consists of setting up and dismantling financial networks to prevent any traceability. It should be noted that his needs are growing, which is tied to the expansion of the scope of his experiments following his recent breakthroughs. At least from what he tells me, unfortunately, I'm not in a position to give any opinion on this point. But from a purely financial point of view, the results are not there for the moment. However, I have high hopes for the markets that are sure to develop in the near future as a result of your drive. Please keep in mind that investments that have been made are colossal. Other than Dr. Dunham does not get involved in the management of his affairs as long as he requested reach him quickly. However, he instructed me to inject resources into private institutions for individuals suffering from psychological issues. I believe he would like to keep an eye on his most interesting cases. He also created a research laboratory that specializes in hypnosis. Its existence is highly confidential, as there have not been any major advances. However, as he is not wont to give up on any idea, he regularly asked me to increase the financial support for this organization. You will find documents that support my analysis enclosed. There was a lot of money involved. We're not going to get a return on our investment anytime soon. Finally, I recently took the liberty of creating Von Kraft Holding to collect the income from his activities and invest in reliable areas. However, I must admit that the profits are lower than expected to date. An institution like Boston's Red Salon in particular, with its undeniable success, receives the support of many eminent members of your organization, and yet this is not reflected in the Salon's accounts. As Dr. Dunham is rather secretive on this point, and Mr. Underwood has recently taken over management of the venue, I do not have access to enough elements to substantiate my allegations. However, while my forecasts are not always 100% accurate, they cannot be so far removed from the reality of the situation. The only conclusion that can be drawn from this is that capital is disappearing without my knowledge. I recommend a thorough investigation of the Red Salon to shed light on this major issue. A thank you letter from Fortress Security after the installation of a system for more. Maybe he kept it for reference. Okay. I've already heard about this company somewhere. Okay. So, das haben wir. Jetzt natürlich noch die Frage, wo finden wir was über Hilda? Was war das eigentlich? Achso, das war nur irgendwas mit einem Council-Meeting. Wir konnten durch die Tür hier, ne? Ah, ne. Das war der Mist. So viel Tür nach unten. Muss man erst nach oben gehen? Und wie war das noch? Ah, ne, hier war diese Zentrale. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? I should put some money on that. Scheinbar nicht. Dann müssen wir zurückgehen. Da war die Tür, oder? Ja. Dann gehen wir jetzt nämlich nochmal in die Garage runter, denn jetzt haben wir noch einen anderen Autoschlüssel gekriegt. Eieieiei. Das ist echt ein großes Apartment. -4. Das 4. Kellergeschoss, alter Falter, dem tief gebaut, ey. So. Did you find anything?
Hilda. Lesen wir da auch nochmal vor. Dear Madam, although she's not directly involved in the world of finance, Hilda McAndrews has a keen instinct for leveraging her assets. She knows exactly what she wants and how to get it, which makes our interactions quite simple. Her business as an art dealer is fairly conventional, though the scope of her dealings is vaster than with any of my other clients. Miss Andrews has made it very, very clear that she wishes to differentiate her personal acquisitions, which she keeps in her private collection, from the pieces she acquires for investment purposes. On this matter, I admit I am impressed by her knowledge of the field. She very rarely makes transactions at a loss, and when she does, the loss is immediately compensated by a true masterstroke. She leaves nothing to chance, which is reassuring for an asset manager, especially when dealing with such large amounts. The rest of her day-to-day transactions reflect the usual lifestyle of a person of her rank with your prestigious organization. There isn't much to report in that regard. Miss McAndrews likes nice things, and this is reflected in her expenditures. With regard to the Rosemont Society, her foundation, Miss Andrews prefers to be in charge of every single transaction. There is no question of my putting trusted managers in charge of it. The only leeway I'm giving is with regard to the purely financial side of it, which she does not concern herself with. The foundation activities are entirely focused on art, grants to schools throughout the world, holding conferences and exhibitions in major cultural centers, donations and charitable organizations, residences, competitions. Although it is not well known to the public, the Rosemont Society is a major player in the art world. This naturally requires significant financial power, which is why the foundation is courting the world's greatest fortunes and companies who seek recognition or just want to burnish their image. There are also quid pro quos in exchange of course, such as works of art by upcoming artists donated for free, or invitations to charity galas that give a good press. Recently, even Mr. Beryl Underwood was approached by Miss McAndrews to simulate financial contributions to the foundation. They seem to have set up an organization that deals in art trafficking. I have enclosed all the documents needed to confirm these activities. Hilda's planned for everything, even her eventual end. There is one particular issue that requires your attention. Miss McAndrews has asked me to draw up a sort of will for her. I was surprised by her request in and of itself, as I'm not a lawyer and I have no experience in drafting this sort of document. Given your longevity, I was under the impression that inheritances were not a concern that preoccupied you. However, this was not the question I wanted to draw your attention to. Rather, I wanted you to be aware of the identity of the beneficiary of most of Mrs. Andrews' property. Her belongings are to be bequeathed to certain M.M. Lewis, whom I do not have the pleasure of meeting yet, but who, it would appear, is relatively little involved in your court. It seems to me that there is a risk of having so many assets removed from your circle of influence. If Miss McAndrews were to pass away, I recommend the utmost vigilance on this matter. Alright. Haben wir noch irgendwas? Nö. Reicht mir auch erstmal. Hier gibt's nichts mehr, ne? Ne. Okay. Return to the Prince. Endlich sind wir durch, würde ich sagen. Das mit dem Thin Blood wird natürlich spannend, wenn das überhaupt einer war. Ich denke, damit sind wir mit Galeb durch. Zumindest jetzt. Für jetzt. Ich renne schon. Ich renne und renne. Ich glaube, Auspacks können wir mal ausmachen. So, dann rennen wir wieder runter. Auch ein bisschen Quatsch, ne?
Was war das da eigentlich? Ach, das war die Küche, ne? Genau, da war die Küche. Ich würde einfach zur Tür rausspazieren. Wir haben genug gesehen. I've got what I need. Let's go back to the Prince. Overview. Jetzt wird's interessant. Hätte ich? Ja, das war ein bisschen doof. Okay, fangen wir von vorne an. You brought back all the reports. You took the caretaker's statement. You found a ghoul on the police force. You won the confrontation with Dana Lehan. You found the safe hidden in the Jason Moore's office. You found all the suspicious items that threatened the masquerade. Oh, das ist gut. Resonance bonus Fortitude. Okay. You could have found more information in Jason Moore's phone. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Da gab es nur diese 2 Tabs. You could have found a hidden room in the apartment. Ja, ich habe danach gesucht. Okay. Was ist das eigentlich hier? Ach, das ist Galeb, oder was? Ah. Okay. Dann sieht man, in welchem Zeitraum der jeweilige gewesen ist, ne? Achieved. Ja, ich würde sagen, hiermit beenden wir unsere Session. Das war schon lang genug. Das heißt, ich werde da ein paar Folgen rausmachen. Denn 2 Stunden Video hochzuladen wäre jetzt ein bisschen viel. Vielleicht mache ich da 3 Stück draus. Ich denke, das werde ich machen. Dann könnt ihr erst mal ein kleines Häppchen gucken und müsst euch nicht so lange am Stück damit befassen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier von mir hört, habt ihr schon 1 oder 2 Teile vorher gesehen. Deswegen hoffe ich, es hat euch bis hierhin gefallen mit Galeb. Ich denke, das nächste spielen wir mit Lisha. Da habe ich richtig Bock drauf. Da bei der eigentlichen Crime-Scene, bei dem eigentlichen Blutbad da einmal zu investigieren. Das wird bestimmt interessant. Und danach MM. Ja. Ja, die einzelnen Kapitel jetzt, also diese 3 hier, dauern scheinbar ein bisschen länger. Ja, schauen wir mal, was uns beim nächsten Mal erwartet, wenn wir Lisha spielen. Die Makavianerin. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.